Es gibt nichts Schlimmeres. Du hast Rücken und musst zwei Fahrräder irgendwie darauf bringen. Jetzt gibt es was ganz Tolles von Hyma. Es ist quasi der kleine Bruder, die kleine Schwester vom Backrack. Ich grüße dich. Du bist der Thomas. Hi, Sven, grüß dich. Ja, hallo, Thomas. Hallo, hallo Stefan. Du bist Produktmanager für Originalzubehör bei Etrusco. Kann man das so sagen? Ganz genau. Ja, was ist ein Produktmanager in dem Fall? Was ist deine Aufgabe? Ich bin zuständig für die ganzen tollen Produkte, die wir ja jetzt auch vorstellen dürfen. Okay. Genau. Das ist Originalqualität, das heißt, die sind zertifiziert, geprüft, gemacht, getan, dürfen angebracht werden, weil die Lasten, die hier dran sind, sind ja schon nicht von schlechten Eltern, oder? Genau, der Backrack mit seinen Komponenten hat eine E-Zertifizierung, darf an jeden Fiat Ducato verbaut werden, ab der Höhe H2, so wie wir es hier auch sehen, also von der Fahrzeughöhe. Der H1 würde nicht funktionieren, der geht nur bis hierher. H3 funktioniert dann wieder. Und wie gesagt, die E-Zertifizierung ist da und somit können wir das an jeden Fiat Ducato oder baugleiches Fahrzeug, Peugeot Boxster, montieren, nachrüsten lassen. So, der Slider war schon ein Riesenerfolg. Wurde euch aus den Händen gerissen, hat Lieferzeiten mittlerweile. Hier sieht man die Rahmenverlängerung, die hat nur den Sinn, glaube ich, dass du das Kennzeichen wieder lesen kannst und die Lampen. Ja? Genau, das verlangt die STVZO. Wir müssen das Kennzeichen und die Leuchten wiederholen, weil wir hier A, das Kennzeichen verdecken, im Falle des Transports mit Bikes und aber auch die Leuchten im schrägen Winkel nicht deutlich erkennbar sind. Somit verlangt es die STVZO. Das ist die sogenannte Number Light Bar, die lässt sich relativ leicht dann auch montieren. Wir brauchen eine Steckdose dazu, ja. Und ja, wenn wir sie brauchen, aber auch nicht sonderlich schön ist, wie all diese Geräte. Ich finde die super. Du weißt, warum die so toll ist? Ja, ich zeig's dir gerade. Anfahrschutz. Anfahrschutz, genau, ja. Aber auch, wir haben hier noch einen kleinen Gimmick eingebaut. Wir haben hier diese Splinte. Jetzt können wir das abklappen und können das ganz bequem als Tritt benutzen, um ins Fahrzeuginnere zu kommen. Das ist wirklich eine schöne Sache und sehr komfortabel. Belastbar bis 100 Kilogramm. Und wenn wir sie mal nicht brauchen, die Number Light Bar, ist sie auch gleich demontiert. Die ist nur mit 2 Schrauben fixiert. Boah, das ist genial. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Das heißt, du kannst sie abklappen und kannst sie belasten? Genau, mit 100 Kilo und kann jetzt hier das Fahrzeug von hinten bequem betreten, kann es als Ablage benutzen. Ich war neulich bei einer Händlerpräsentation, da saßen dann 3 kleine Kinder hinten drauf, die haben das als Sitzgelegenheit entdeckt für sich, ganz nett. Ja, es ist minimal invasiv hier wahrscheinlich wieder. Das heißt, der Händler muss wenig bohren. Ja, wir müssen doch bohren, müssen tatsächlich Wenig. kleine Löcher. Wir haben hier 2 Löcher in den Scharnieren und wir haben hier 2 Löcher in den Türen und wir gehen hier noch seitlich rein, weil in der Tür selber ist noch eine Stahlplatte verklebt, die uns die Stabilität dann gibt. Das ist eine 3 mm Stahlplatte, ein Formteil, das hier in der Türe oben und unten flächig eingeklebt wird. Ja, ich sehe schon, wenn du mal kurz noch mal aufmachst für mich. Das Ganze hat hier so Aufkleber, das auch ja nichts scheuert, oder? Ja, genau, da haben wir so einen zusätzlichen Schutz, einen Lackschutz noch aufgebracht. Der Korrosionsschutz ist gewährleistet durch die Verklebung von innen und natürlich auch durch die Behandlung der Bohrlöcher mit einem entsprechenden Rostschutz. Und somit ist es eine sichere Sache. Und hier haben wir einfach noch oben und unten einen zusätzlichen Schutz für die, ja, wenn man montiert, dass da nichts passiert an den Türen. Oh, ich zeig das mal. Das Reserverad, das war nicht montiert gestern. Das findet aber hier einen Platz. Es sieht auch schnieke aus, oder? Sieht super aus, sehr gefragt auch hier, die Transport der Ersatzräder. Man könnte auch 2 transportieren. Der Kunde hat natürlich auch die Möglichkeit, das links zu transportieren. Das Backrack ist ja eine Transportwelt. Das ist nicht nur ein sturer Fahrradträger oder hier ein Ersatzradhalter. Das ist eine Transportwelt. Der Kunde kann sich hier das gestalten, wie er möchte. Wir haben auch Kunden, die benutzen 4 dieser Mini-Racks an 2 Backracks, also den Grundträger montiert, kann mit 20 Kilo belastet werden, Stand-Up-Paddle, Alubox, was weiß ich, was man alles mitnehmen muss, eine Werkzeugbox, Zubehör, kann man hier schön verstauen, mit Gurtbändern dann fixieren und der Kunde hat hier alle Möglichkeiten, eben Bikes zu transportieren, Ersatzräder, dann eben auch mit dem Swing, den wir ja schon mal vorgestellt haben. Jetzt mal kurz Swing und der hier. Wo ist der Hauptunterschied zwischen dem und dem Swing? Der Swing ist halt eine Komfortlösung zum Runterdrehen, den haben wir ja am ersten Video schon mal vorgestellt. Hat riesen Absatz und riesen Anklang gefunden. Wir sind tatsächlich hier in Lieferschwierigkeiten gekommen, nach wie vor.
Ab Herbst sehen wir eine Entspannung, dann werden wir den auch wieder anbieten können. Aber wir haben eine schöne Alternative, und das ist der sogenannte Shuttle. Der Shuttle ist auch für 2 E-Bikes gedacht, ist relativ einfach gestaltet, hat ein Eigengewicht bei 2 Radträgern von nur 11 Kilo. Wir haben am Backrack eine Traglast von 80 Kilo, haben wir so mit Pro Seite. pro Seite 80 Kilo, 160 am Heck ist möglich und können hier jetzt natürlich mit 2-mal Shuttle links und rechts, also 4 Trägern, auch 4 Bikes transportieren, wenn das gewünscht ist. Stark. Ja, 2 Bikes kommt den Leuten ja schon sehr entgegen. Dann hat das eine sportliche Optik. Ja. Man sollte allerdings hier so Kleinigkeiten wie den Sattel dann doch festziehen. Genau. Shuttle, Akkus, Akkus. Demontieren empfehlen wir auch, wie bei jedem Radträger auch natürlich. Oder ein Display, das jetzt lose gesteckt ist, das bitte für den Transport entfernen. Mit dabei, ich habe es jetzt leider hier nicht mit eingepackt, ist natürlich auch die rote Fahne, die wir brauchen, wenn es 1 Meter über die Rückleuchten steht, das Bike oder die Bikes. Dann kann man die hier irgendwo fixieren. Und für Italien, Spanien bietet sich dann die große Tafel über die Lenker und den Sattel mittels Expander, Kabelbinder oder sonstiges festzumachen. Das geht dann ganz einfach. Die habe ich mir mal geholt im Internet. Also die gibt es da mit 2 Seiten, ich glaube einmal Italien, einmal Spanien. Die haben verschiedene Muster. Gibt es in Kunststoff, da haben wir ja alle Möglichkeiten. Genau. Okay. Sag mal, den gibt es nur in Schwarz? Den gibt es nur in Schwarz, so Ja. wie er hier ist. Genau. Wird auch geliefert hier als, wenn ich das Full-Kit kaufe, also Full-Kit heißt immer, ich habe einen Grundträger, ich habe 2 Shuttle, also für 2 Bikes mit den Schienen und ich habe die Number Light Bar. Das ganze Paket wird als Kit geliefert, da ist ein gesamte Montagematerial dabei, exklusive Steckdose, weil wir wissen ja nicht, ist am Fahrzeug schon eine Steckdose verbaut durch eine Anhängerkupplung. Die kann übrigens dann bleiben, auch wenn ich die Number Light Bar montiere, die müssen wir nicht demontieren. Die muss dann auch dazu bestellt werden und dann kann das losgehen in der Werkstatt beim Fachhändler, das Backrack nachzurüsten. Das ist so kodiert, dass es nur auf Fahrzeuge von Hyma passt, korrekt? Nee. Es passt auf alle Ducato. Auf alle Ducato, also Auf alle Boxer? alle Boxer. Da muss also keine Marke draufstehen. Es muss halt Alle Opel? Fiat. Opel nicht, nein. Aber Citroën Jumper würde wieder funktionieren. Opel hat ja einen neuen, der auch Ja, baugleich ist. Der Movano passt nicht. Sind wir noch nicht dabei, haben wir noch nicht auf dem Plan von der Zertifizierung her. Okay, alles klar. Das heißt, Zertifizierung heißt, da steht auch wirklich dann Jumper drin, da steht auch Fiat drin und Ganz so weiter. genau, ganz genau. Auch wenn die baugleich sind, heißt nicht, dass es eingetragen ist. Nein, wir müssen es nicht eintragen, aber die E-Zertifizierung gibt Warte, uns das für die Fahrzeuge. Ich zeig das mal eben rein. Also Wir die haben es auch ist. hier am Träger. Warte, ich guck mal. Da ist sie. So. Die E-Zertifizierung sieht so aus. Aber ich gucke mal, ob ich sie draufkriege. E13-Zertifizierung. E13. Und das gibt uns einfach die Möglichkeit, das Backrack nachzurüsten. Fiat Ducato baugleiche Fahrzeuge am Heck, ab Höhe H2. Und ich muss nichts eintragen lassen. Ja. Wenn du mir mal zeigst, wie du das Fahrrad runterkriegst. Das ist nämlich dein Fahrrad, linke Seite. Das ist nicht so schwer. Ich schätze mal, es wiegt ungefähr 13 Kilo. Wiegt in etwa 13 Kilo. Ja. Und ja, wie du sagst, ist nicht so schwer. Zeig mal. Gerne. Jetzt haben wir einen Freiwilligen nämlich hier. Der Stefan macht das ganz gut. Gut, der Stefan ist ja sportlich, der ist auch Mountainbiker, wie man sieht. Und er hat nicht aus Spaß den Schmutz an die Räder angebracht, sondern ich nehme an, Ist nicht mehr weg. ja, du kriegst ihn nicht mehr weg. Ich kann dir gleich mal ein Reinigungsmittel zeigen im Anschluss. Das wirst du mir aus den Händen reißen. So, das war easy. Bitte nochmal zeigen drauf. Was war so schnell? Das heißt, Auf das Rad, aufs Hinterrad stellen, genau. Ja. Jetzt idealerweise den Sattel an den Körper etwas pressen als Abstützung und nun das Vorderrad oben einhängen. ja, sieht so einfach aus. Ich kann mir vorstellen, da gibt es Leute, die sagen, ey, das ist mir zu kompliziert. Dafür habt ihr ja den Slider, der Slide nach unten. Swing dafür dann eben, aber wie gesagt, aktuell nicht verfügbar, ab Herbst wieder verfügbar. Ist dann ja auch eine Kostensache, natürlich. Hier sind wir 1.000 Euro günstiger unterwegs. 1.000 Euro? 1.000 Euro Okay, Unterschied zum ich Swing. nehme den. Ja. Und ich denke hier im Entry-Segment die richtige Entscheidung, den Shuttle hier so anzubieten als Paket, damit der Kunde hier seine Bikes transportieren kann. Super Lösung. So, ihr habt viele Marken bei Hyma. Etrusco ist eine Marke im Hyma-Konzern. Da finde ich den auf der Webseite von Etrusco. Haben die so einen Shop für Zubehör? Genau, der Shop ist da. Das ist Original-Zubehör, Etrusco-Originalzubehör.de. Da haben wir das gesamte Etrusco Originalzubehör vorgestellt
Und jetzt dann ab Mai ganz neu wieder den ganze Backrack-Welt für Etrusco, was wir hier dann im Programm haben. Natürlich interessant mit dem leichten Kick aus dem Unterleib, den du uns gegeben hast. Aber das sind so die Tricks der Fahrradhändler, die ja auch immer die auf den Hinterrädern fahren, wenn man die irgendwie im Store sieht. Ja, genau. Ist der cool, der Träger? Ich finde ihn genial. Man hat gesehen, dass es auch relativ leicht geht. Klar, man muss 1-2 Mal machen, dass man weiß, wie man das Fahrrad komfortabel da hochkriegt. Ja, das ist gut. Was ich stark finde, ist die Optik von dem Ersatzrad. Also ich würde das normal auch in der Garage lassen, aber jetzt so ein Leichtmetall-Ersatzrad, das sieht doch schick aus, oder? Ja, total. Also vor allem auch in Kombination. Gell? Das ist hier ein Lifestyle-Produkt, sieht genial aus. Mit der Backrack-Welt macht man dann sein Fahrzeug doch noch schicker und man hat halt auch wirklich einen praktischen Komponententräger hinten drauf. Es kommen dann auch neue Produkte hinterher. Die Welt wächst, die Transportwelt. Surfbretthalter, Snowboardhalter, Skihalterung. Und das, wenn ich eben im Winter keine Bikehalterung brauche, wie hier den Shuttle, dann nehme ich halt im Winter meine Skihalterung, knall die hinten drauf und gehe mit meinem Fahrzeug in den Winterurlaub. Ich sage es einmal ganz nett, das Backrack ist eigentlich der Dachträger des PKWs. Hier habe ich auch meinen Fahrradträger, meine Skiträger, meine Dachbox. Hier haben wir es da hinten rutschen lassen. Sieht schön aus, ist schön gestaltet. In der Praxis, die Rückfahrkamera, sieht man noch ein bisschen was? Man sieht etwas noch, tatsächlich. Natürlich geht es im Weg rum. Ich sehe was vom Ersatzrad, ich sehe auch was vom Bike, wenn das hier aufgespannt ist. Sollen wir uns das mal kurz angucken drin? Ja. Würde mich mal interessieren. Weil einen kleinen Tod muss ich ja immer sterben. Den müssen wir sterben, den sterben wir aber auch, wenn sie horizontal stehen. Ne? Ja, es gibt einen Trick. Es gibt einen drahtlosen, habe ich schon getestet, für den Kennzeichenhalter, eine Kamera. Ja. Geht ganz hervorragend. Ich hupt das natürlich. Ja, ist nicht schlimm. Lass dich mal schnell den Rekordgang einlegen. Ja. So, und das ist okay, wirklich. Okay, man sieht wirklich noch was, natürlich. Man sieht nicht das Ende des Fahrzeugs, links oder rechts, das sehen wir nicht. Wir können aber das Umfeld schön betrachten. Das geht schon noch. Sag mal, wenn ich auf die Webseite gehe von Etrusco, muss ich dieses Originalzubehör Punkt minus, muss ich mir das merken oder kann ich einfach auf die Etrusco-Seite gehen? Auf Ist auch der verlinkt? Etrusco-Seite ist es verlinkt, genau. Da ist das Zubehör. Hier findest du dein Zubehör für dein Fahrzeug. Originalzubehör ist ja passend für das Fahrzeug. Ist kein allgemeines Zubehör, wie jetzt zig Anbieter ja wie auch haben, von großen Anbietern. Sondern das ist immer Zubehör passend für das Fahrzeug gemacht. Es war nicht ganz billig. Der Slide, kann ich mich daran erinnern, war ein paar tausend Euro. Aber trotzdem, die Leute schätzen das. Wenn es original ist, erhöht den Wert des Fahrzeugs, du verlierst nichts. Genau. Wir haben hier jetzt einen Preis für den Shuttle für 2 Bikes, das Full Kit. Grundträger, 2 Shuttle, Number Lightbar, Montagematerial von 1.649 €. Kannst du Plus nichts die Montage. kannst nichts sagen, weil später sollst du ihn verkaufen, du kannst ihn mitnehmen, das ist das Coole. Die Schrauben kann man wahrscheinlich professionell abdecken, das würde gehen, aber sowas verkauft man mit, oder? Nee, verkauft man nicht. Ich sehe es als verheiratet mit dem Auto an und das gebe ich weiter. Ja. Und das ganze Set, wie wir es hier sehen, dieses All-In-Kit mit Wheelholder, mit zweitem Grundträger, mit dem Mini-Rack, da sind wir dann bei 3.699. Wie es hier steht. So wie es hier steht. Cool. Entschuldigung, mit dem Swing. Mit dem Swing. Mit dem Shuttle, so wie wir es hier sehen, haben wir 2.699. Also wir Der haben andere 3,699. 3.699, genau. Also der Swing war schon ziemlich cool. War mir ein bisschen zu viel Gedöns. Da ich es aber am Rücken habe, würde ich eher den Swing nehmen. Also es war so, war richtig cool, aber weißt du, ich bin ja eher so ein Fan, muss halt irgendwie relativ einfach sein. Aber du sagst, selbst der Swing, das haben wir im Video gezeigt, wenn du es 2-3 Mal gemacht hast, das geht wie von allein. Ganz einfach. Einmal einstellen auf das Bike, das man mitnehmen möchte oder die Bikes, dann geht es wirklich schnell und easy. Dasselbe hier. Ja. Auch hier hätte ich jetzt Räder, die sich im Weg rumgehen mit dem Lenkern und so, kann ich das hier auch noch etwas einstellen von der Höhe. Ich hätte 2 Höhen. Ich kann das Rad fixieren, damit es schön nach rechts schaut. Und einmal eingestellt, dann geht es eigentlich ganz gut beim zweiten Mal dann. Da komm mal links neben mich bitte, sag mal so nett, mache ich die Abmoderation. Name von dem Träger bitte? Backrack Shuttle. Backrack Shuttle, ja. Backrack mit dem Shuttle. Der Biketräger nennt sich Shuttle. Ja, vielen Dank Thomas und Stefan. Tschüss. Tschüss, Sven. Vielen Dank.